Willkommen in der Hölle hier. Das ist unsere Gellersen-Hölle, die bei allen Heimspielen, seitdem wir in der ersten Liga sind, ausverkauft war. A lot of people say I look really serious before games, but that's just because I'm trying to kind of get in my competitive zone. I think standing in the tunnel is just gets you really pumped up. You're seeing all the fans get excited. I love volleyball because the pacing is really great, and I think it's a really athletic sport to watch. I've always said that volleyball is really easy to play, but it's really difficult to be good at. Also auf so engen Raum, so viele Leute gibt es in keiner anderen Sportart. Und das ist natürlich auch als Trainer das unheimlich Reizvolle, dann die Abläufe, dass man die so hinbekommt, ja, dass diese 6 Leute, die da auf dem Feld stehen, gut harmonieren. Ich habe früher, glaube ich, immer mal gesagt, das ist so Schach mit sehr hohem Tempo. We are not afraid to lose, because we have nothing to lose. Yeah? If we win, that's fine. But it's not about winning or losing. Yeah? It's just this competition. What feels so good. Yeah? Going out there, all these people. So enjoy that. Yeah, Bernd brought our little old trophy. This is so funny. Remember where we started, guys. Yeah? We started and we showed you this thing. Yeah, this is the last trophy the team from Northern Germany won, and I think we just touch it again because it was a good start. Guys, I'm proud to be here with you, and I would enjoy it from the first to the last second, and I wish you to do the same. I want you to do the same, yeah? Stefan war ja vor etlichen Jahren bei mir Spieler bei Norderstedt und der Kontakt ist nie abgerissen. Als wir in der Situation waren, wieder mal einen neuen Trainer zu suchen, was ja in der zweiten Liga nach jeder Saison der Fall war, hatte ich mir eine Liste aufgeschrieben, wo ungefähr 20 Namen drauf waren und da stand Stefan ganz oben, wie es so der Zufall wollte. Ein Anruf, Stefan war dann innerhalb von 10 Tagen war dann hier in Hamburg. Ja, wir haben uns hier im Büro getroffen und gesprochen und ich glaube, das hat keine weiteren 10 Tage gedauert, da hatte er den Vertrag unterschrieben. Also in der Tat würde ich sagen, das war so der Meilenstein schlechthin. Als ich die ersten Schritte hier reingemacht habe nach Lüneburg oder reingefahren bin nach Lüneburg und ich habe mich sofort wohlgefühlt irgendwie. Ich kann nicht erklären warum, aber es war einfach sofort, dass ich denke, ach, hier ist es irgendwie, fühlt es sich gut an. Und das ist nach wie vor so, hat sich irgendwie bis heute fortgesetzt oder gesteigert sogar. Über die Stadt Lüneburg war ich natürlich auch sehr gut informiert von meiner Mutter und von meiner Schwiegermutter, die natürlich absolute Rote Rosen-Fans sind und ja, die Stadt schon sehr gut kannten und die mir dann gesagt haben, das ist schön da. Und ja, auch das hat sich bestätigt. Ich hatte das Gefühl, dass Stefan einer ist, der was erreichen will, der sich nicht, sag ich mal, ins gemachte Nest setzen will und hohe Forderungen stellt, sondern der willens war, auch mit jungen Spielern was aufzubauen. Und das war in der Situation genau das, was wir gesucht haben in Lüneburg. Er hat eine Nähe zu Lüneburg, er kommt aus Hamburg. So dieser lokale Kolorit ist uns schon sehr wichtig und ich denke, dass wir das mit Stefan
ja, mehr als perfekt hinbekommen haben. Ja, das, was ich ja irgendwo liebe hier auch an den Leuten, dieses hanseatisch Bodenständige, also man kann sich auf das Wort verlassen. Ich habe im Sport nun lange selbst gespielt, viele Leute erlebt. Es gibt viele Leute, die viel erzählen, wenig passiert. Es gibt Leute, die sehr festgefahren sind. Und da war Andreas ganz anders. Er hatte Energie, er hatte diese Vision in sich, ja, so wie er früher den Traum hatte, dass irgendwann Friedrichshafen mal hier in der Halle aufschlägt. Und das war für mich ganz, ganz entscheidend, dass ich gesehen habe, da sitzt jemand vor mir, der auch richtig Bock hat auf diese Sache und dafür brennt. Das war ein Meilenstein und da war ich froh, dass wir so eine Fachkraft gleich von Beginn an, und das war seine erste Trainerstation, die er in der ersten Liga hatte, er war als Co-Trainer der Nationalmannschaft ja und war also mehr als froh, dass wir ihn gewinnen konnten. Und das hat sich dann ja auch gleich gezeigt, ne, dass er bei dem geringen Etat, den wir haben und dem Spielerpotenzial, was wir damit holen konnten, ja, mehr als erfolgreich. Also das war genial, was er da umgesetzt hat. Ja, das war irgendwie alles spannend. Wenn du so den ersten Spieler, okay, jetzt müssen wir Spieler verpflichten. Okay, ja, dann gut. Dann gab es diesen Kontakt zu Carlos, den gab es schon direkt über den Henrik Morgenstern, der seinen Bruder mal kennengelernt hat. So, dann kam Carlos zum Probetraining und wow, hat mir gut gefallen. Bernd stand neben mir. Ich sag, Bernd, was meinst du? Ja, finde ich ganz gut. Ich so, ja, finde ich auch, sieht gut aus. Okay, ja, dann machen wir das. So. Ja, klar, das war der erste Spieler oder ausländische Spieler, den wir dann verpflichtet haben. Hola, mi nombre es Carlos, vengo de Tarragona, España y tengo 24 años. Hi, my name's Scott Kevorkian. I'm 23 years old and I'm from the United States. So mit Scott war auch noch ganz aufregend. Scott war dann so der Erste, den ich dann wirklich irgendwo selbst gescoutet und mir angeguckt habe und mit ihm gesprochen habe. Und er hatte irgendwie ein Angebot aus Finnland. I was right out of college and I was expecting, I talked to all my friends and they say, oh yeah, once you finish, college volleyball, like all these teams will start calling you. So I was like, okay. And I was sitting and I was waiting and nothing was happening. So I started getting kind of nervous. And then a team from Finland called and I wasn't really excited about it, but I told myself if that's what I have to do to play, then I'll do it. So I was about 4 days from signing a contract with this team in Finland, and then I get an email from Stefan saying, hi, I'm Stefan Hübner and I'm starting this new club from the second league and we're trying to be a competitive first league team. And we're near Hamburg in Germany, and I was like, I'll do it. Ja, ich glaube, ihm hat es gefallen, dass wir persönlich im Austausch waren. Und auch das, dann schreibt man 2 Mails hin und her, dann sagt er irgendwas, alles klar, ich nehme das Angebot an. Und dann denkt man so, cool, funktioniert ja gut. Und dann kam Tijmen noch dazu, ein Typ mit Energie, mit Power und auch als Mensch ein richtiger Type. Ik ben Tijmen, ik ben 26 jaar oud en ik kom uit Nederland. Because he was sometimes hard to deal with. He liked to scream a lot and he would always, tell the setters what to do. But, he was a funny guy. And I think every team needs a little bit of Tijmen, because it kind of gets you kind of worked up. But he was a good guy and really good volleyball player, and he really brought the level of our team up. 1, 2, 3, go! Ich hatte überhaupt kein Gefühl, wo wir stehen. Ich war in der ersten Liga, ich kannte unser Niveau nicht. Ich konnte es überhaupt nicht einschätzen. Wir sind natürlich irgendwo im Nebel rumgestochert. Stefan hat die Saisonvorbereitung mit 4 Wochen mehr Vorbereitungszeit in Anspruch genommen. Das war auch schon ungewöhnlich, aber er hat gesagt, er muss die Zweitligaspieler auf ersten Liganiveau bringen, die wir mit hochgezogen haben, als auch die Spieler, die neu dazugekommen sind. When Stefan had first talked to me, he was saying that obviously the team had just come up from the second league and they were hoping to, I remember he even said in his email, we're hoping to win a few games just to kind of get, the Northern German volleyball going. And I think the fact that we won that first match, I remember the gym went crazy. Herzlich willkommen heute in der Gellersenhalle zum ersten Bundesligaspiel der SVG Lüneburg. Erstes Spiel super aufgeregt, richtig nervös und ich glaube, das ging fast allen so. Bis auf 2 Spieler hatten wir keine dabei, die jetzt wirklich viel Erstliga-Erfahrung hatten. I remember my first game because my father was there and
Obviously, yeah, it's the first international match that I'd ever played, and you know, you're in front of this huge crowd in this new city, your first time putting on the jersey and stuff. And I remember I was pretty nervous, but I can still remember the very first play Carlos set me, and I got a kill. And it was pretty cool because I felt like, wow, I can do this. Like, okay, let's go. Then once you settle in and you start playing the game. Zwei ganz enge Sätze, wo wirklich 2 Punkte entschieden werden. Das Spiel kann auch 3-1 verloren gehen. Dann kann so ein ganzes Jahr anders laufen. Aber ich habe bei allen dann gemerkt, alle haben so gemerkt, oh, okay, wir sind da irgendwie und wir können mitspielen. Und das war, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Signal für den Rest der Saison. Ja, hier ist die Schulturnhalle in Kirchgellersen, Ursprung der SVG Lüneburg. Ja, jetzt gehen wir mal rein in die Halle der ersten Stunde der SVG, wo die Mannschaft vom TSV Gellersen gespielt hat. Ja, da kommt Erinnerung wieder hoch. Ich war schon jahrelang nicht mehr hier. Aber das war unser Turnschuhgang und in einem freundlichen Licht gleich, aber mit einer Deckenhöhe, die mit 5,50 Meter wirklich sehr überschaubar ist und Volleyball nur eingeschränkt ermöglicht. Und damals war Andreas Balburg noch Trainer. Sein Spitzname war Körnel, denn er kam ja aus der Bundeswehr und vielleicht hat es an den technischen Übungen manchmal gemangelt, aber an den konditionellen und Kraftübungen, da war er sehr dominant und konnte klar sagen, was er erwartet. Ja, wir sind in den Jahren 2003 bis 2006 dreimal in Folge aufgestiegen, sind mit der Mannschaft dann 2006 in der Oberliga gewesen. Zu dem Zeitpunkt hatten wir auch eine relativ starke Jugend mit den Kochbrüdern, mit Pickbrenners und meinem Sohn. Der Patrick Kruse war seinerzeit schon dabei. Das war so im Kern die Mannschaft, die jedes Jahr sich zu den deutschen Meisterschaften qualifiziert, und denen wollten wir eine Perspektive bieten und haben 2006 mit dem MTV Traubund gesprochen, um im Rahmen einer Kooperation die Männer und Jungs zusammenzuführen und die in einem Spielbetrieb gemeinsam auflaufen zu lassen. Und so ist der Start der SVG gewesen. Bundesliga war meilenweit entfernt. Wir waren ja froh, dass wir es geschafft haben, auf der Drittliga-Ebene, das war damals die Regionalliga Nordwest, unsere Jungs spielen lassen konnten. Ja, aber Bundesliga, da war im Leben noch nicht daran zu denken, auch wenn wir geträumt haben und Visionen da nach dem 5. Bier irgendwo in die Runde gebracht haben. Das erste Mal, als so Bundesliga-Volleyball ausgesprochen wurde, das war in einem Trainingslager in Braunschweig. Das hat Andreas, so wie er ist, damals bei eBay ersteigert. Und nach einem harten Trainingstag unter Anleitung eben vom Körnel sind da wohl die Gedanken mit einigen durchgegangen. Und da wurde das erste Mal schwadroniert von einer Arena, Spielen gegen den VfB Friedrichshafen, erste Bundesliga. Ja, wir hatten 2 Jahre auf den Aufstieg verzichtet und hatten da aber schon mit Sponsoren Verbindungen aufgenommen, um einen Etat, der jenseits von 250.000 sich für die erste Liga als zwingend erforderlich einstellt, zu bekommen. In Lüneburg war es so, dass wir lange gewartet haben mit dem Aufstieg von der 2. in die 1. Liga. Und in der Situation habe ich zum Beispiel immer Andreas gebremst und habe gesagt, also nun erstmal Kontinuität schaffen, auch im Umfeld der Mannschaft muss vieles mitwachsen. Also wenn ich jetzt so einen Erstligaspieltag sehe, wie viele freiwillige Helfer dort mitarbeiten und helfen, dass dieses Spiel zu einem Event wird, das muss natürlich auch wachsen. Und das größte Problem ist immer, wenn Mannschaften sportlich den Aufstieg geschafft haben, aber in Gedanken und im Handeln immer noch in der 2. Liga verbleiben. Und dann ist das zum Scheitern verurteilt. Und da ich das aus Erfahrung schon kannte, habe ich da einmal so ein bisschen auf die Bremse getreten.
Der Sprung ist halt so ein bisschen wie aus der Regionalliga im Fußball vielleicht in die 3. Liga oder fast in die 2. Liga. In einem Bereich, wo man wirklich Spieler anstellen muss, in dem man Trainer Hauptamtlichkeiten arbeiten muss, in dem man auswärts übernachten muss, Anreisen hat bis zu 800 Kilometer. Da sind Kosten mit verbunden. Da haben wir dann Klaus Hoppe mit im Boot gehabt, der uns dann im 3. Jahr unterstützt hat. Und irgendwann haben wir gesagt, wir können nicht immer sozusagen verharren, wir müssen die Geschichte weitererzählen. Wir haben eine Breitensportart, mit der wir im Spitzensport uns etablieren können. Und wenn man sich die Sportlandschaft anguckt, geht das eigentlich nur mit Volleyball. Handball ist belegt, Fußball ist belegt, da wird eine Region wie Lüneburg nie sich in der Spitze etablieren können. Im Volleyball gibt es ja von Hannover bis Hamburg nichts. Fantastisch, dass Lüneburg so eine Situation hat wie jetzt. Wenn das noch mehr begreifen, welche Chance da drin steckt, auch welche langfristige Chance, dann kann man da was draus machen. In dem Jahr, als wir aufgestiegen sind in die 1. Liga, ist Generali Haching aus der Liga rausgegangen, weil deren Hauptsponsor Generali, die jährlich 1 Million reingegeben haben in den Verein, von heute auf morgen ausgestiegen waren. Das war für uns ja ein Warnsignal. Das ist ja so, das kann es nicht sein, dass wir uns auf einen Partner verlassen, sondern wir wollen breit aufgestellt sein und viele Sponsoren für uns gewinnen, die entsprechend bereit sind, uns auch über Jahre zu unterstützen und eine Nachhaltigkeit aufbauen. Und das ging nur durch viel Klinkenputzen, viel Gespräche und Überzeugungsarbeit. Da hatten wir dann einige Unterstützung gefunden und konnten dann den Schritt wagen. Und dann nach den ersten 1, 2 Spielen denke ich, oh, ja, wir können da mitspielen irgendwo. Also ne, wir werden jetzt nicht die ganze Zeit irgendwo auf dem letzten Tabellenplatz stehen und hier und da mal einen Satz gewinnen, sondern ich habe mir, oh, das ein oder andere Spiel, das werden wir schon gewinnen. We were just playing really well all year. I think the group worked really well together and we had great trainings all the time, great team atmosphere. We loved to compete, you know, we loved playing good teams. Yeah, I think we were much better than people were expecting, which I think made it so much more fun. Ja gut, erste Saison war jedes Spiel war ein Highlight irgendwie. Ne? Erstes Spiel, du gewinnst, oh, und dann gewinnst du irgendwann auswärts und dann schlägst du irgendwann mal einen großen. I will never forget the crowd that night. You know, it was one of those nights that you couldn't even hear the timeout because it was just so loud. And that's one of those nights I'll never forget. Position 6, high balls against Strom. Read his approach. If he's running straight down, he tries high 6-1, then come over. For me, that was a magical night just because, you know, here we are, we're beating a bunch of teams, you know, not all the best teams, but then, you know, you go and you play Berlin, who, you know, all of Europe knows Berlin. And then here we go at home and we beat them, I think it was 5 sets. I think one of the reasons we beat Berlin is you look at Berlin's gym and they have all this space and it's super high, and then all of a sudden you have to play in a shoebox.
Ja, eigentlich kann ich das doch gar nicht so richtig fassen. Ich habe eben zu Stefan gesagt, er möchte mich mal zwicken, ob das auch alles wahr ist, was ich eben gerade gesehen habe. Einen deutschen Meister 3-2 zu schlagen. Ich denke, die ganze Liga horcht auf und nimmt uns ernst. Und das ist genau das, was wir wollen. Ja, wenn du dann das erste Mal so einen Großen schlägst, das ist natürlich was, wo du denkst, wow, was ist jetzt passiert? Ne? Weil das ist, ja, das geht nicht so einfach irgendwie, ne? Dass du mal einen Satz gewinnst, aber gegen so ein Teamspiel und dann hier zu Hause, wo die Zuschauer dann natürlich komplett ausrasten. Und das hat natürlich diese ganze Begeisterung hier immer weiter angeschoben. Ja, das Pokal-Halbfinale, das war das emotionalste Spiel, was ich hier erlebt habe in den ersten Jahren. Ja, gegen Düren. Ich glaube, Düren als hoher Favorit gekommen, waren sich auch ziemlich sicher, glaube ich, dass sie das gewinnen. Düren was playing really well that year. I think they were better than us, you know. And I remember I was injured with a back injury, so we had Patty playing in the middle, and I wanted to win so bad because they just didn't like that team, you know. And then for us to qualify, I think we won in 5 sets again. Man, that was crazy to see the way the gym reacted to that. A really cool thing, and I think that's when it kind of hit me that this was so cool. Once we won the semifinal, I was like, wow, this is going to be really, really awesome. Ja, das war so das erste Unfassbare für mich. Aber dass du in dem ersten Jahr als Aufsteiger in das Pokalfinale gehst, mit den Möglichkeiten, die wir so hatten, war für mich unfassbar. Also, da war ich, glaube ich, auch in Tränen, weil das war für mich eigentlich nicht zu begreifen. Das hat alles gesprengt. Ne? Und hier tobte die Halle. Ne? Das war also hier gefühlte Lufttemperatur von 45 Grad und eine Luftfeuchte von 95. Alle waren hier geflasht nach dem Spiel. Ne? Sowas hat man hier in der Region noch nicht gesehen. So gut war die Stimmung hier, glaube ich, noch nie. 800 Mann in die Hölle. Ja, hier ist heute ein Traum wahr geworden. Das erste Saison in der ersten Liga, in die Bundesliga und dann Finale der Pokalspielen. Unglaublich, eigentlich unmöglich. Wir wussten, dass wir heute Großes erreichen können für Lüneburg. Das erste Mal, glaube ich, dass ein Aufsteiger ins Pokalfinale kommt. Wir haben Volleyballgeschichte geschrieben. Das Wunder von Bern ist gar nichts dagegen. Das Wunder von Lüneburg muss neu erfunden werden. I talked to a lot of guys about it, a lot of the German guys. It felt like it meant something a lot more to them than it did to me at the time because I didn't understand it really. I was like, oh, we're playing in the cup thing, like that's cool. And then when we made the final, they were like, this is, for us, this is like the Super Bowl of volleyball. So I was like, oh, okay, that sounds pretty cool. And then when I realized like what it was, I was like, wow. And then you go to the event and you know everybody's got their suits and you go to this amazing arena. I was like, wow, this is like the real thing. Diese ganze Euphorie, die so auch im Umfeld entstanden ist von Fans und in der Stadt, ist so auf diese Mannschaft rüber und auch wieder zurück. Also es war so eine Synergie. Das hat sich tierisch hochgeschaukelt in einem Jahr, ne, was dann gegipfelt ist in diesem Pokalfinale. Als unser Team auflief und ich die blaue Wand gesehen habe, der Fans der SV Lüneburg, hatte ich Pipi in den Augen. Dann war an sich für mich das Ergebnis des Spiels völlig nachrangig. There is one moment
of that match that when I think about it, it still kind of gives me Gänsehaut. Yeah. I came out and you had our entire fan section, and we always do the wave thing. And I came out just by myself and I did it, and I will never forget seeing, you know, 2,000 people all doing it with me. I thought, oh, that was one of the coolest things I've ever done. Allein das Erlebnis, was wir hier geschafft haben, auch bei den Jungs, so cool wie sie dann vor dem Spiel waren, auch noch an dem Morgen selbst beim Frühstück, beim Abschlussgespräch, bei der Taktikbesprechung, alles ganz easy und cool. Und als sie aus den Katakomben kamen, da war mir klar, da geht heute in die Hose. Ne? Die hatten alle irgendwo in den Gesichtern da nicht den Ausdruck, ich will heute und ich will auch hier die Sensation schaffen. There will be tough moments, for sure. Yeah, it's a strong team. They will start strong. Ja, dann ist das halt eingetreten, was alle erwartet hatten. Es war eine relativ klare Angelegenheit. Ja, ein absolutes Highlight nach wie vor für mich. Auch das Mal, dass wir das erlebt haben, auch wenn es da nachher dann 3-0 auf die Mütze gab. Ne? Das wäre auch alles eine Nummer zu viel gewesen dann. Ne? Das wäre dann Hollywood-reif. Diese blaue Wand, die dann da war von Lüneburg-Fans, was unfassbar war. Ne? I was driving to practice just after the Cup final, and I was driving by like a city bus, and he had the Lüneburg scarf in his window. And when I drove by him, he gave me like a burp, burp. He was like super excited. I thought it was super cool to see that making that game really spread the word of our team, and a lot of people started supporting us then. And then we just, you sell out every single game. Und je höher der Erfolg ist und je geiler die Spiele sind, ja, desto mehr wollen rein. Und wir hatten ja so einen Hype mal eine gewisse Zeit, dass 20 Meter Schlange vor der Geschäftsstelle standen, um die nächsten Playoff-Karten zu kriegen. Ne? Und das Spiel war innerhalb von einer Stunde ausverkauft. I believe so much. I feel we have good atmosphere in training, the right mix of having fun and being focused. Now it's easy to say, again effort, again energy. I can also go to a holiday. It's in our hands. No? That team that puts more energy and that wants to stay in the competition will win. Ich denke, wir gewinnen heute 3:2. Wir hoffen auf ein spannendes Spiel. Vielleicht in 5 Sätzen und dann rocken wir das Ding. Es geht 3:0 oder 3:1 aus, weil wir die stärkere Mannschaft sind und das größere Herz haben. Ich glaube, der große Vorteil der Halle ist die Atmosphäre und die Stimmung. Diese Enge, weniger, dass es flach ist. Diese Enge, diese Lautstärke, dass die Fans dir fast in den Arm greifen können, wenn du da am Aufschlag stehst. Die Leute stehen ringsrum bei uns. Das macht es schon nicht so einfach, da zu spielen. Die Fans, ja, die pushen unheimlich. Es ist schon was Einzigartiges, dieses Flair, ja, diese Power, diese Dynamik, die dann da entsteht. Ja, aus diesem ruhigen, familiären, was dann da in diesem Moment, wo es in der Halle ist, so explodiert. Also ich freue mich auf jedes Heimspiel. Die Halle ist sehr kompakt, die Zuschauer können den Schweiß riechen. Das ist einfach toll, die Stimmung. Mir ging es genau wie allen anderen auch. Ich war das erste Mal da und war komplett infiziert. Wir haben alle gezittert, selbst die Großen.
every game this year I was like, man, it is loud, it is hot, like I'm sweating way more than I sweat in like other games just because there's so many people. And no, I think we still have the best atmosphere out of any team in the entire league. And I think our team has proved for sure that playing in a gym with good fans and good atmosphere can be something that makes a difference. Den Erfolg, dass wir bis ins Halbfinale vorgestoßen sind, Bronze in der Meisterschaft geholt haben, aufs Treppchen konnten, der hätte ich im Leben nicht damit gerechnet. Denn wir hatten gesagt, so, alles, was wir an Punkten einfahren können, das feiern wir doppelt und dreifach. Ja, und wir nehmen mit, was wir kriegen, dass wir so viel mitnehmen konnten. Damit war im Leben nicht zu rechnen. Dieses Erlebnis bleibt einmalig. Für alle, ob für Fans, Spieler, Trainer, Physio, für jeden war das ein einmaliges Jahr. Ob das der beste Aufsteiger ist, ob das ist mir wirklich ziemlich egal, weil was auf dem Papier irgendwo steht, ist nicht so wichtig, sondern das, was man da erlebt hat und diese Gefühle und so, das wird immer bleiben. You know, you go the whole year, you know, kind of being, we call it the Cinderella team, you know. Don't have tons of money or don't have, you know, super famous players or anything like that. I still go home and I can tell people like, yeah, it was a top 3 or 4 team in the German league, which is a very respectable league. Still have the medal hanging next to my bed in California. Ich freue mich ganz doll, heute verkünden zu dürfen, für uns als Verein der SVG Lüneburg, dass wir die Verträge unserer Trainer von Stefan Hübner und Bernd Schlesinger verlängert haben. Am Ende hat den Ausschlag gegeben unsere private Entscheidung, also dass wir als Familie entschieden haben, noch länger hier oben zu bleiben. Und da bin ich meiner Frau natürlich sehr dankbar, die mich da unterstützt und die diesen Weg mit mir zusammen geht. Ja, ich freue mich mit meiner Familie jetzt ab Ende Juli hier ins Hanseviertel zu ziehen, nach Lüneburg, also komplett hier hochzukommen. Meine Frau und ich, wir haben beide gespielt, 10, 15 Jahre, so ein Nomadenleben gehabt, immer aus der Sporttasche, ein Jahr hier, 2 Jahre da. Und wir haben uns eigentlich beide danach gesehnt, irgendwo so einen Ort zu haben, wo zu Hause ist. So ja, so dieses klassische, wie wir es jetzt haben, ne? Doppelhaushälfte, Carport, Gartenzwerg. Also das war eigentlich so unsere Vision, die wir hatten und die leben wir jetzt. Und wir sind sehr glücklich damit. Wollen wir noch eine Runde drehen? Mhm. Ja? Komm, dann setzen wir den Helm noch mal auf. Und ja, jetzt ist unser Lebensmittelpunkt hier und auch meine Frau, die am Anfang noch ein bisschen Bauchschmerzen hatte, fühlt sich sehr wohl mittlerweile. Und das ist natürlich auch wichtig, dass alle Teile der Familie irgendwo hier angekommen sind. Intense match, long rallies. And I love that, guys. You were fighting, you were flying around in defense. I mean, then you can lose, you can do whatever you want, but people are happy. Er ist einer, der eine ganz klare Idee vom Volleyball hat, auch wie er sie vermitteln möchte. Er ist ein sehr kommunikativer Typ. Das gilt sowohl für das Team, ums Team, als auch im Umgang mit den Spielern. You decide, okay? Cody, you 4 guys decide how you want to play. Was er halt wirklich gut macht und was auch für mich ziemlich wichtig war, einfach dem Spieler bis zu einem gewissen Grad Vertrauen schenken und ihn auch mit manchen Situationen, wie soll ich sagen, so ein bisschen alleine lassen. Dass der Spieler von selber sozusagen Lösungen und Wege findet, sich aus schwierigen Situationen rauszuarbeiten. Ich glaube, das ist so ein bisschen seine Art des Coachens und dadurch wachsen halt die Spieler. If you think that's a good idea, then no, you decide. Stefan ist einer, der ganz akribisch arbeitet, genau auswertet, wie ist es zu bestimmten Erfolgen gekommen bei uns. Auch die Videositzungen, die unser Team vor und nach den Spielen regelmäßig hat, wo jeder gegnerische Spieler analysiert wird. Also da ist er sehr genau. So let's take a look at the attackers. We start with the quick hitters. This is the situation. Setter running forward at the net. Middle guy coming from here. Then you have to be there. Okay? Stefan hat sicherlich den größten Einfluss auf mich als Spieler gehabt. Was ich sehr doll feststellen musste, ist, dass man vorher Volleyball gespielt hat, einfach nur, ohne es so verstanden zu haben, den Sport. Und dass dieses wirkliche Verständnis für Volleyball und worum es genau in bestimmten Situationen geht,
dann erst kam, als Stefan das Training geleitet hat. Er hat einmal die Fachexpertise über seine jahrzehntelange Profitätigkeit, ne, und ist aber auch nicht einer gewesen, der nur als Profispieler seinen Job gemacht hat, sondern hat auch über den Tellerrand hinausgeblickt. Ich habe noch Unterlagen von Bernd Schlesinger damals, was er im Training mit uns gemacht hat. Also ich habe immer schon alles gesammelt, habe immer irgendwie schon mich so ein bisschen auch so aus der Perspektive des Trainers mit dem Spiel beschäftigt. Und war das eigentlich immer schon klar, dass ich das später machen werde. Ich finde es ganz beeindruckend, das vergleiche ich auch mal so mit dem Lehrerberuf, wie bewusst er Dinge sagt. Also er weiß ganz genau, was er sagt, in dem Moment, was er sagt, und ist super vorbereitet. I mean, we also want to entertain, not in a stupid way, but playing just this kind of volleyball. Ich glaube, ich wäre nicht derjenige, der irgendwo im Office dann nur sitzt. Ich habe sehr gern mit Menschen zu tun. Ich wäre, glaube ich, auch gern Lehrer geworden. War damals, als es mal darum ging, studiert man, wäre das so eine Richtung gewesen, in die das gegangen wäre. Ich glaube, ein relativ kontrollierter Trainer, so was Emotionen und sowas angeht. Für mich ist einfach wichtig, ich muss irgendwo den Überblick behalten, ne, und einen halbwegs kühlen Kopf. Da haben wir andere Leute auf der Bank, die können das machen. Und Andreas, der hinter der Bank steht. Ne. Ich glaube, da haben wir im Team eine gute Mischung. Meine Idee ist, ich bin nicht Einheizer für Fans oder sowas. Ich glaube nicht an diese emotionalen Dinge. Ich glaube, es kann sich sehr schnell abnutzen. Und natürlich gibt es Situationen, wo man auch mal emotionaler wird oder wo man etwas energischer mal sein muss. Auch das ist irgendwo wichtig. Ein Spieler muss auch mal merken, ja, jetzt ist der Trainer mal sauer. Mal wieder die Scheiße. Enge bewegt sich nicht hinterm Ball. I want you to be behind the ball. The ball is here, you wait here. You go behind the ball to set there. Wichtig ist, dass man immer versucht, sich weiterzuentwickeln. Es ist nicht so ein, oh, ich kann mich zurücklehnen und weiß jetzt, wie der Hase läuft. Ich versuche, der Beste zu sein, der ich sein kann. Ich versuche, mich jedes Jahr weiterzuentwickeln, ich versuche, jedes Jahr zu lernen. Und so eine Kultur versuchen wir auch bei uns im Team zu schaffen, bei jedem. Ob das ein Co-Trainer ist, ob das ein Scout ist, ob das ein Spieler ist, ob das Vereinsführung ist, dass wir uns immer weiterentwickeln. Das ist das Spannende. Und wenn sich da so Leute zusammentun, kann da eine unheimliche Energie entstehen. Die erste Saison war der Knaller mit dem 3. Platz und Pokalfinale. Kam vielleicht ein bisschen zu schnell, wo wir dann auch erst mal überlegen mussten, wie erzählen wir unsere Geschichte jetzt eigentlich weiter, weil da haben wir irgendwie ein paar Kapitel übersprungen. Aus Kanada, erste Mal in Deutschland, seine Freundin sogar das erste Mal in Europa, Nick Del Bianco. Mein Name ist Nick, ich komme aus Kanada. Die Erwartungshaltung wurde dann in der zweiten Saison natürlich deutlich höher. Das zweite Jahr ist ja bekanntlich immer das schwerste Jahr. Im ersten Jahr wirst du unterschätzt von vielen. So war für uns auch die Herangehensweise. Pass auf, hier müssen wir im zweiten Jahr besonders aufpassen und noch mehr arbeiten als im ersten Jahr. Ja, wobei ich muss sagen, vor der zweiten Saison mit den 2 Verpflichtungen mit Steve und Nick, das waren so 2, da war ich mir sicher, welches Niveau die haben und dass wir sehr gut spielen können. Dass das am Ende so gut war, dass man so enge Spiele gegen Berlin hat im Halbfinale, das hätte ich nicht gedacht. Wir haben dann im zweiten Jahr noch mehr Handspiele gewonnen. Ne? Da haben wir ja BR Volleys und Friedrichshafen, ne? Beide geschlagen. That era was crazy. We were unstoppable at home. I can't remember. I mean, we even beat Friedrichshafen at home. That was crazy. And I mean, it just proves that place is basically like another player on our team. Like the fans are just as part of the team as the players. Für eine Mannschaft und für einen Verein sind das so ganz wichtige Steps. Mal zu merken, ey, du kannst auch so ein Team schlagen. Ne? Einfach diese Siege gegen Berlin und dann noch gegen Friedrichshafen haben dazu beigetragen, dass die Mannschaft einfach in Spiele reingesagt hat, es ist immer alles möglich. Das, was ich seinerzeit mal ausgesprochen habe in der Vorstandsrunde, war, dass meine Vision ist, dass Friedrichshafen mal in der Gellersenhalle
ein Pflichtspiel austragen muss. Und jetzt ist es schon Selbstverständlichkeit, nicht nur, dass sie bei uns angetreten sind, sondern haben auch was auf die Mütze gekriegt. Das ist ja das besonders Positives, dass wir es in den ersten 3 Jahren geschafft haben, in der Liga ein großes Ausrufezeichen zu setzen. Yeah, we were semifinalists again. I thought that was really cool, and we got to play Berlin. Both of the games were really, really close. Das, was den besonders stolz macht, ne? Dass man den Erfolg des Vorjahres nochmal untermauern konnte. Wieder aufs Treppchen mit der Bronzemedaille, da dann leider im Halbfinale nicht weitergekommen, aber ja, ist dann so. Yeah, we had Cody Kessel, who's an American. You had Eric Fitterer, another American, and Michael Brinkley, who is another American. So for me, I was like, wow, I feel like I'm playing back home almost. Stefan ist da sehr gut vernetzt. Er ist ja ein anerkannter Freund des nordamerikanischen Volleyballs. Viele von den nordamerikanischen Spielern sind unheimlich gute Wettkämpfer. Das heißt, die sind tough, gerade in schwierigen Situationen, das lieben die. Keiner, der da zurückzieht, sondern die gehen dann voran. So eine gewisse Lockerheit, aber auch dabei, so eine gewisse Coolness. Mir macht das Spaß, mit den Leuten zu arbeiten. So Cody, what happened to you? Oh, I just got unlucky today at practice. I blocked the ball and it landed right under my foot and I turned it and just an unlucky ankle sprain, but I hope to be back pretty soon training and playing. So. Ich glaube, wir haben wieder eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Sehr konstant. Auch wieder einen großen geschlagen, auch in dem Jahr jetzt. Another big one, we beat Berlin at home for the 3rd time. Mich freut es natürlich gerade jetzt so im 3. Jahr, ja, wenn hier und da kommen so die Stimmen, oh, und es wird weniger und Euphorie lässt nach und man kann die Großen nicht schlagen und deswegen ist einfach, tut das gut heute. Ja. I just love that every time we played Berlin at home, we won because it's like they just can't handle it. Yeah, for me that was one of the biggest highlights of the year. Auch für mich wieder eine absolut positive Saison mit diesem Ausflug nach Hamburg am Ende in den Playoffs. Ja, wir sind mit dem SVG Umzugstross gerade dabei, einen Tag vor dem 2. Spiel im Playoff-Viertelfinale, alles aus der Gellersenhalle, was wir benötigen, auf 3 LKWs zu verladen. Angefangen von dem mobilen Boden bis hin zum Schiedsrichterstuhl, Klatschpappen, alles, was wir für unser sogenanntes Court-Layout brauchen. Das ganze Innenleben der Halle wird hier mitgenommen und in Hamburg wieder ausgelegt und ausgerollt. Wir haben zum Glück einen großen Zuspruch für das Playoff-Viertelfinalspiel. Wir werden mit 1800 verkauften Karten ausverkauft sein. In der Saison 16/17 waren wir gefordert von der Liga, die Playoff-Spiele in der wettkampfgerechten Halle auszutragen. Wir durften es nicht mehr in der Gellersenhalle und haben dazu verschiedene Hallen in Hamburg in Augenschein genommen. Das war auch so, dass wir im Vorfeld mit unseren Hallensprechern, mit Steffen und mit Dirk Böge, auch die Choreografie schon abgesprochen haben. Die waren ja auch so im Vorfeld schon so geflasht, weil die wollten da unbedingt das Ganze nochmal toppen. Nach dem Motto, was wir in der Gellersenhölle da im Kleinen können, das können wir auch mit den 1800 Leuten in der CU-Arena. Heute Abend ist die Bude voll. Heute zeigen wir Hamburg seit 4 Jahren mal wieder, wie Volleyball in der Halle funktioniert. Lüneburg bringt den Volleyball wieder zurück nach Hamburg. We have to take all our energy, all our focus to concentrate on things we can't control. That's effort, okay? That's
being competitive, yeah, having fun together as a group. Since day one, this team has been an underdog team. We've always come from behind no matter what. Come from the second league, we come and get third place, we make it to a cup final. Being down 1-0 to this team doesn't mean shit. So let's go back out there and take it back, huh? Make it loud, dopamine. 1, 2, 3, dopamine! Für die Mannschaft war es ein absolutes Highlight, einfach mal vor so einer Heimkulisse zu spielen. Und hat uns einfach gezeigt, ja, dass man auch so eine Halle füllen kann, ja, auch so als Signal für die neue Halle. Yeah, that was awesome. Like, I remember at first they were saying we were going to play the playoff game in Hamburg, and some people were like, oh, it's strange, like it's not really a home game. And then it was really amazing to see the people that came to the game. The fact that it was so crowded, it felt just like home. Like, it was just as loud as it would be in Reppenstedt. For me, that was one of the coolest home games that I'd ever played in, because it was the same atmosphere in a very nice gym, you know, and the people were loving it. Plus, we played really, really well, so I think that was a great night too. Am Ende hat es nicht gereicht. Jetzt auch mal ein Jahr, wo man im Viertelfinale halt rausgeht, 2-1. Das natürlich dann im dritten Jahr so ein bisschen auch, dass sich normalisiert und man dann auch sich irgendwo einpegelt. Aber für uns das Einpegeln in einem oberen Bereich, der für uns super ist und das Ganze korrespondierend mit einem wachsenden Etat. Ich denke, dass es hier bis jetzt gut für uns gelaufen ist in der ersten Liga. Ja, ganz früher sind Andreas Barburg und ich uns getroffen und gesagt, wir brauchen Sponsoren. Und dann haben wir gesagt, wo kriegen wir die her? Die größten Unternehmen Niedersachsens haben wir dann einfach geguckt und gesagt, die brauchen wir. Wie kommen wir da ran? Und dann wurde es schon wieder schwieriger. Und haben dann aber für uns gesagt, eigentlich brauchen wir gar nicht die größten Unternehmen Niedersachsens. Wir wollen Lüneburger Unternehmen haben und wollen den Lüneburger Unternehmen eine Plattform bieten, bei der sie sich präsentieren können, bei der sie sich aber auch untereinander vernetzen können und haben jetzt ein Konstrukt, bei dem wir die stärksten Unternehmen Lüneburgs hinter uns versammeln wollen. Ich darf euch recht herzlich zu unserem ersten Sponsoren-Sondertraining hier in der Gellersenhalle begrüßen. Um euch mal so ein Gefühl zu geben, wie das ist, wenn die Jungs in der Abwehr stehen, dürft ihr euch gleich mal in den Käfig reinstellen. Aber solche Leute brauchst du in der Sportart wie Volleyball. Du brauchst hier nicht kommen und irgendwelche Rechnungen machen und wie oft kommst du im Fernsehen. Du brauchst Leute, die das mal erleben, die das geil finden, die da Bock drauf haben. Wenn man da Leute hat, die einen unterstützen, muss man irgendwo gucken, wo kann man auch was zurückgeben. Ne? Wenn man die dann irgendwo unterstützen kann und bei Veranstaltungen. Wir versuchen das den Jungs auch klar zu machen, dass es Teil des Jobs ist. Es ist nicht nur Volleyballspielen in der Halle, sondern kann auch sein, dass du irgendwo mal einen Sponsorentermin hast oder in eine Schule gehst. Und auch da geht es darum, ja, positiv aufzutreten. Wir wollen natürlich die Leute zu unserem Sport bringen, aber wir begreifen uns auch halt als Lüneburger. Wir sind bei den Sülfmeistertagen. Super Event, also so ein bisschen Historie von der Stadt und das so spielerisch dann gelebt. Ganz, ganz toll, auch die Jungs haben das genossen, da mitzumachen. Wichtig ist, dass sich da keiner verletzt, weil ich habe schon Horrorgeschichten gehört, was da früher alles passiert ist beim Fässerrollen und gebrochene Füße und Hände. The Sylfmeistertag was insane. People were talking about it, and I was like, oh, so you go and you play some games and it's fun. And that day, like, I'd never seen, Amzando was, you couldn't even move. There were so many people. You were playing all these crazy games and everybody was cheering. And that was like something I totally did not expect. And I was like really impressed with how it was happening, and it was a blast. Eric had the glass, and I remember the best part about it was we were like, wow, he's doing pretty well. And then the guy next to him was like, had his crazy face, and Eric just looks over at him like really serious, and it was like, that was great. Hi, my name is Raymond Zito.
I'm from Toronto, Canada. I'm Tyler. I'm the new libero. Ich bin Noah Baxpüller, komme von TV Ingersoll Bühl. I'm Roy Ching and I'm from Nelson, New Zealand. My name is Gijs. I'm 19 years old. I'm Ryan Slater from Canada. Es gibt Übungen, die machen absolut keinen Spaß, weil man genau weiß, danach ist man sowas von im Eimer. Aber es gehört dazu. In der Vorbereitung ist immer, wo man denkt, boah, der erste Mensch auf Erden, der Volleyball spielt. Und das kommt, je älter man ist, dann immer später erst Richtung Saison, dass man wieder an das anknüpfen kann, was man die Jahre davor gespielt hat. Deswegen ist es immer so ein bisschen zweifeln, ob man es denn überhaupt noch kann. They are prepared that we start really focused, good level. They will just wait that we have our ups and downs. So that's the big challenge for us today. If we bring that consistency, we can beat every team. Ja, letzte Saison haben wir richtig gute Spiele gehabt, haben auch viele Spiele unnötig Punkte abgegeben, wenn nicht sogar verloren. Wir haben halt mal sehr gut gespielt, dann haben wir aber auch wieder einen ganzen Satz richtig schlecht gespielt. Hey, are we afraid of something? No. It seems so, eh? You look like little shy guys now. Come on, guys, we have to be aggressive. We have nothing to lose. But when we play like this, makes no sense. Ja, es war so ein stetiges Auf und Ab. Hätten wir einfach konstant gespielt, hätten wir uns zumindest mit der Ausgangsposition auf die Playoffs leichter machen können. Wir hatten sensationelle Spiele, aber auch dann immer wieder Punkte gelassen durch unnötige Satzverluste, sodass wir in Tiebreak gehen mussten, teilweise Tiebreaks verloren haben. Und das war schade, weil wir auch so viel Potenzial in diesem Team wieder hatten, wie auch das Jahr davor. Wie zum Beispiel jetzt dann, als wir Berlin in den Playoffs zu Hause geschlagen haben, haben wir es komplett aufs Parkett gebracht. Ja, da hatten wir dann zwar noch auch in der CU-Arena einen Sieg einfahren können, aber letztendlich hat es in der Max-Schmeling-Halle dann nicht gereicht und im dritten Spiel, im Entscheidungsspiel, sind wir dann gescheitert. Es gibt natürlich auch Phasen, wo jetzt so zwischen den Serien von Mitte Juni bis Anfang August das ein bisschen ruhiger ist, aber ansonsten ist es schon ein Fulltime-Job für mich, gerade weil in den ersten Jahren neben dem Sponsoring und dem gesamten Marketing auch bei mir die Organisation der Heimspiele, Organisation Auswärtsspiele und Lizenzierung und so weiter auch lag. Termine mit unserem Steuerbüro und Arbeitsverträge abschließen. Wir haben ja in der GmbH mittlerweile 22 angestellte Spieler als auch Trainer. Dann hast du da die verschiedenen Preisgruppen, die jeweiligen Kapazitäten drin. Man muss ja immer sozusagen die Herkunft sehen. Andreas Barburg ist Offizier der Bundeswehr, also Verwaltungsoffizier, das heißt ordentlich arbeiten, sauber arbeiten, das war schon immer sein Thema. Und das ist eigentlich was ich mal so zusammengebracht habe mit einer Aussage, die Herr Klaas, unser Lüneburger Ehrenbürger, ja mal gesagt hat. Der hat gesagt, man muss sich auch den unangenehmen Aufgaben widmen, und zwar in der Reihenfolge, wie sie am wichtigsten sind. Und Andreas differenziert auch nicht zwischen angenehmen oder unangenehmen Aufgaben. Wenn etwas getan werden muss, dann erledigt er das. Like if I have to describe Andreas in one situation, there was a match we were playing and we had just gotten the new floor for this game, so it was a really big deal. And we were in the Blue Saloon watching video, and we started hearing Eye of the Tiger, and everybody was like, what is happening? And you can see on the TV screens into the gym, and everybody looks up at the screen and Andreas is there. And he's got on just a tank top, like a sleeveless shirt, and he's on his hands and knees and he's cleaning the floor. And I was like, there's no other club in Germany where the president of the club is on his hands and knees cleaning the floor. His passion for this team and the game is, I've never seen anything like it, and he loves all the guys so much. He wants to make sure everyone is taken care of. Ja, sehr leidenschaftlich. Gut, das sind wir aber, glaube ich, alle. Aber er lebt es noch ganz anders aus und das steht ihm manchmal auch so ein bisschen im Wege, wenn er dann zu leidenschaftlich ist.
Ich bemühe mich dann manchmal, mich dann auch so zurückzunehmen und das ist manchmal ein bisschen gesünder. Aber letztendlich leben solche Projekte, wenn man sie eben nicht mit Unsummen von Geld finanziert, natürlich auch von dem Engagement und den Emotionen der Leute, die das tragen. Das ist ganz klar. Mein Ursprung ist im Fußball, aber irgendwann war es mal so, dass der Schiedsrichter mir schon in der Umkleidekabine eine gelbe Karte verpasst hat, weil ich bekannt war für das, was so an Fouls und an Besonderheiten damit verbunden war im Kreis Harburg. Und ich habe irgendwann, das war 1983, gesagt, ich brauche eine Sportart, wo ein Netz zwischen mir und dem Gegner ist. Dann kann nichts mehr passieren. Am liebsten würde er selbst auch noch spielen. Ne? Ich denke, er ist der größte Fan in der Halle, der brennt, der ist auch nach dem Spiel dann, wenn wir verlieren, dann ist er auch enttäuscht erstmal und sauer. Aber auch da sehr respektvoll. Er haut dann nicht irgendwelche Sachen raus und haut da irgendwo drauf, sondern spricht seine Enttäuschung irgendwo aus. Und das ist ja auch das gute Recht irgendwo. Und dann geht es aber sofort sachlich weiter. Natürlich ist das wichtig, dass die Chemie in der sportlichen Leitung stimmt. Wir haben von Anbeginn immer an einem Strang gezogen und wussten auch, wie der andere tickt und auch welche Macken er hat. Ne? Und wissen aber, wo unser Ziel hingeht. Wenn man sich trifft, ist sofort positive Energie. Ich finde es schön, wenn man sich mit solchen Menschen umgeben kann, die sich gegenseitig irgendwie befruchten. Wichtig ist für uns auch, dass wir das breiter aufstellen, dass wir halt auch sagen, okay, wir verteilen Lasten, das macht Andreas inzwischen auch. The same procedure as every weekend. Wir sind jetzt dabei mit ca. 10, 12 Leuten und das ganze Court-Layout jetzt hier innerhalb der Halle so vorzubereiten, wie es die Liga uns vorschreibt. Wir verwandeln gerade die Gellersen-Halle von einer Sporthalle in eine Eventhalle. Ich wusste ja, dass Andreas ja immer so eine Vision hatte. Man hat das immer mit so ein bisschen Schmunzeln abgetan, aber trotz allem, er ist ja auch so der Macher und macht auch immer alles. Muss jetzt natürlich auch ein bisschen was abgeben, was mit dieser Professionalisierung so kommt. Die Helfer und das Umfeld, was wir hier überwiegend von Ehrenamtlichen bei der Heimspielorganisation, bei der Bewältigung von vielfältigen Aufgaben, die auch um den Spieltag herum sind, war uns von Anfang an wichtig, die Ehrenamtlichen mit im Boot zu belassen und nicht mit dem Aufstieg in die erste Liga zu sagen, pass auf, wir holen uns für verschiedene Bereiche Dienstleister von außerhalb. Das wollen wir nicht. Wir wollen eine Identifikation der SVG mit dem unmittelbaren Kreis der Helfer, mit den Fans. Was ich da sehr schätze, ist dieses Familiäre. Ich kenne auch Leistungssportler, die meinen, sie müssen alles nachgetragen bekommen und so weiter. Das ist bei uns nicht so. Alle packen mit an, auch die Spieler. Also wir leben von Nähe so, und unsere Halle lebt von Nähe. Wir leben von Fairness, fairer Unterstützung. Es geht darum, wirklich, auch wenn der Gegner besser ist, das zu akzeptieren. Aber es geht auch darum, gemeinsam etwas aufzubauen, dass jeder Teil davon sein kann und nicht nur das Gefühl hat, ich komme mal hin und gucke mir an, was da passiert, sondern man weiß, ich gehöre irgendwie dazu. Seit, ich glaube, 2011, seit der Saison, bin ich Hallensprecher bei der SVG Lüneburg. Seit 1995 bin ich im Verein. Ich denke mal, das liegt mir so ein kleines bisschen im Blut. Steffen ist da, Leute! Moin! Jetzt geht die Party richtig los hier! Für mich ist SVG kompletter Adrenalinausstoß. Für mich ist das Familie. Für mich ist das ein Zusammenhalt, ein Gefüge, was über die Jahre gewachsen ist, wo ich einfach nicht mehr raus kann. Das ist einfach wie eine Droge. Auch die Nähe auch noch zu haben zu der Mannschaft und zu den Leuten, mit denen man früher halt alles zusammen gemacht hat. Da sind ja so unheimlich viele ja immer noch da, die da schon seit Jahren im Verein sind und wo das Herzblut dranhängt und die da ehrenamtlich tätig sind. Wir haben viele, die in dem Winterhalbjahr ihre Wochenenden für die SVG opfern, die nicht nur bei den Heimspielen da sind, sondern mittlerweile über unseren Fanclub, den Lüneblock, bei Auswärtsspielen dabei sind. Also ich mag vor allen Dingen dieses sehr nah auch, also dass auch Kontakt mit den Spielern möglich ist und das hat für mich einfach was sehr Persönliches und das Familiäres auch und das finde ich gut. Auch die anderen Fans, also das hat was sehr Bereicherndes so, und das gefällt mir sehr gut. Das erste Spiel war das Pokal-Halbfinale gegen Düren und seitdem hat es mich so gepackt und ich bin auch bei Auswärtsspielen häufiger dabei. Die Freude der Spieler, also das schwappt einfach sehr über und da kann ich einfach nur mitgehen.
Auch da versuchen wir natürlich auch was zurückzugeben und die an uns ranzulassen, die Fans. Ja, dass wir nicht irgendwo, die erste Mannschaft schwebt hier und man kommt nicht ran, sondern das sind Spieler zum Anfassen. Was habe ich denn? 5er? I was Christmas shopping this year in the city and I came out of a store and one person kind of was like, oh, it's Scott. It makes you feel good, you know, because some people just recognize you. It's happened a couple times. One time I was at the bank and I saw a guy with his little boy and his little boy had on my jersey. So that was pretty special. Mir passiert das auch, ja, wenn ich dann zum Optiker gehe und meine Brille richten lasse, sind sie nicht der Volleyballtrainer. Und ich glaube, sowas ist immer, solange es gut läuft, ist es angenehm. Wenn es dann irgendwann nicht so gut läuft und die Leute dich dann beschimpfen in der Stadt, dann unterhalten wir uns nochmal. Guck mal, ich unterschreibe hier nochmal. Ja, natürlich war in diesem ersten Jahr mit du bist das erste Jahr in der Liga, du kommst ins Pokalfinale. Das hat natürlich sehr, sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Das Interesse ist da. Es ist natürlich auch was man selbst auch viel pflegen muss und anschieben muss. Da kann man nie sagen, oh, das läuft alles, wir müssen selbst nichts machen. In einer Sportart wie Volleyball ist das nicht so. Du musst selbst immer wieder Geschichten entwickeln. Lederhosen? Ich glaube, da haben wir was Besseres. Moin! 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 Den Norden gegen den Süden. Ansinnung! Glocke! In der Gelsenhöhl. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. I think my first impressions when I got to Lüneburg were crazy because I had no idea that the city was going to be this beautiful, and I felt like I was really, really lucky because it's such a gorgeous place to walk around. You see so many beautiful buildings. I've been here for 3 years, so it's definitely a home away from home. I think once I'm home in California for a couple months, I actually started to miss Lüneburg a little bit, you know, I miss that kind of lifestyle, the European, German lifestyle. It's just completely different, especially from Los Angeles. Everything's a little bit slower here. It's a smaller town. You know, everybody loves to take their time at coffee, and I just like it a lot. It's a really peaceful place to spend your life. This is my buddy Mark Twain. He's a fellow American, really famous writer. I actually haven't read anywhere why this is here, but you know, it's a little piece of America, so I'll take it. Gerade so Nordamerikaner, so das ganze Stadtbild, das gefällt denen natürlich unheimlich, diese Geschichte, die dahinter steckt. Das finden die immer unheimlich spannend. So, and here again, welcome to the tour. My name is Klaas. I will be your guide. The 16th century, this is the high times of Lüneburg. So we had a salt mine here. The white gold of the medieval days was produced in this place. The idea of the city is just producing and delivering salt to the Baltics. This is real, authentic Renaissance. This is the special thing about our city. Yeah, we're from British Columbia in Canada, which is even a young part of Canada. Yeah. So we have nothing like this at home. This old wall here, this was once part of a monastery. Yeah, this is just amazing. It feels like you're walking through a dream, honestly. Like, I keep saying that when I'm walking through the city at night. It's like, I can't believe that really beautiful places like this even exist. Long iron chains winded on the axle. And this crane shows how important this harbor was. The very first day that I came, and Henrik Morgenstern was telling me about the churches and all the really historic buildings around here. Wenn wir die Amerikaner vom Flughafen abholen, dann, wenn man nach Lüneburg reinkommt, fahren wir erstmal zum Stintmarkt und dann gibt es dann die Kleinigkeit zu essen. The Döner shop directly through there was my very first Döner ever. So that place has a very special place in my heart. A lot of people talked about German food isn't always the best, but I think I found a way to love it. You know, I've always loved a good schnitzel. Hallo Lüneburg, wir sind alle große Jungs, aber wir spielen eigentlich dieses Jahr in einer ganz kleinen Hülle und wir brauchen eigentlich ein bisschen größere Halle, weil wir dann vielleicht noch besser spielen können. Vielen Dank.
Thema neue Halle war von Anfang an da, weil es klar war, dass in der Halle Grenzen sind. Es war von Anfang an klar, es muss irgendwann, wenn das hier in Lüneburg weitergehen soll, geht das nur mit einer angemessenen Spielstätte. Ich habe mit Andreas Balburg damals, haben wir diesen Anstoß gegeben, haben damals gesagt, okay, die Liga sagt, wir brauchen eine Arena, das ist auch vollkommen verständlich. Wir haben diesen Anforderungen letztendlich an die Politik und die Wirtschaft getragen. Es hat dann einfach ein bisschen gedauert auch. Damals kurz vor der Wahl war es schon sehr weit. Da wurde das Thema eigentlich auch schon aufgenommen für die nächste Saison. Viele Planungen gingen in die Richtung. Dann hat sich es auf einmal verzögert. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 8, ein weiterer Sachstandsbericht zur Lüneburger Arena. Ja, hier sind wir auf dem Gelände der zukünftigen Arena Lüneburger Land. Hier an der Lüner Rennbahn ist eine Fläche vom Landkreis angekauft. Es gab schon Tage, es gab Wochen, wo ich da nicht mehr dran geglaubt habe, dass das Projekt hier so realisiert werden kann. Dann hätten wir hier den Bundesliga-Standort eingestampft. Ich bin irgendwo ein positiver Mensch. Solange nicht irgendwo einer sagt, definitiv, es passiert nicht, habe ich immer gesagt, das kommt schon irgendwann. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass die Geschichte auf so eine Art endet. Und jetzt ist in 2 Jahren hier irgendwie Schluss oder wir müssen woanders hingehen. Konnte ich mir nicht vorstellen. So, ich habe das hier noch gesehen. Ich habe hier irgendwas vor Augen. Ich denke, mit der Arena in der jetzigen Form, dass man sagt, es ist eine Event-Arena, die einen professionellen Betreiber bekommt, ist es eine spannende Sache und wichtig ist, dass sie irgendwann kommt. Also die Zeit vergeht. Es soll so nach dem Bauzeitenplan aber im Sommer diesen Jahres losgehen. Und zum 29. August 2019 soll endlich hier an dieser Stelle die neue Sporthalle für uns stehen. Probleme gibt es derzeit mit dem Betriebskonzept, was in den letzten Monaten komplett umgekrempelt wurde. Ich glaube, dass dann, wenn es dann mit dem Bau endlich losginge, auch der Letzte verstanden hat, dass es sinnvoll ist, diese Halle hier an diesem Standort zu bauen. Ja, wir haben heute den 17. Dezember. Es steht die entscheidende Kreistagssitzung, mal wieder die entscheidende Kreistagssitzung auf der Agenda zur Arena Lüneburger Land. Gefühlt ist das die 6. Runde und wir erfahren gleich, ob die Kreistagsmehrheit, die seit 2014 ja parteiübergreifend hinter dem Projekt stand, auch heute noch Flagge da zeigt, auch wenn jetzt ein Preissprung ist von vermutlich 10,2 auf 17, 18 Millionen. Durch verschiedene Umstände ist das Projekt ja erst jetzt in den letzten Jahren so angezogen und teuer geworden. Man hätte das viel günstiger schon haben können, wenn man das etwas forciert hätte. Wir sind am Ende einer langen Strecke, die zäh und langatmig war, denn man muss ja wissen, 2016 im September lag alles schon fertig in der Schublade und wir hätten an und für sich starten können. Und jetzt 2,5 Jahre später hoffen wir jetzt wieder, dass es nur endlich losgehen soll. Wenn es abgelehnt wird, wie ist denn Plan B, wie geht es dann weiter? Wir müssen uns natürlich überlegen, dampfen wir das ein, lösen wir die Bundesliga-Betriebe auf und gehen dann mit der zweiten Mannschaft, Drittliga, als erste Mannschaft ins Rennen, ne, und sind dann breitensportlich orientiert. Das wäre der GAU für mich. Ne? Alternative 2 wäre, wir gehen in die CU-Arena. Da müssen wir aber komplett uns umstrukturieren, ne? Hier alles auflösen, mit unserem Tross nach Hamburg gehen. Wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass es hier heute zum doch noch glücklichen Ende für uns kommt. Wer dem zustimmt, bitte ich ums Handzeichen. 35, 36, 37, 38 Ja-Stimmen. Somit ist die Halle genehmigt. Endlich einen Schlussstrich gezogen durch den Beschluss heute. Ein großer Tag für den Sport in der Region, speziell für uns Volleyballer. Wir freuen uns auf, dass das mal endlich jetzt mit dem Spatenstich losgeht. Moin Stefan! Mensch, die Halle kommt! Ihr habt es am Ticker verfolgt. Stefan, das wollte ich Ihnen nur mitteilen. Ne? Es geht voran. Projektphase 2 beginnt, ne? Stufe 2, alles klar. Jo, tschüss dann, ciao. Auf die Arena Lüneburger Land. Auf die Arena Lüneburger Land.
Ich bin stolz, dass ihr hinter dem Projekt nicht nur bisher gestanden, sondern eindeutig das auch mit weiter gestalten wollt. Es ist auch gleichzeitig ein Signal, ein eindeutiges Signal an die Konkurrenz, an wen auch immer in Deutschland oder international, baggert nicht an Stefan rum. Ja, seitdem Stefan hier ist und wir jetzt in die Jubiläumssaison, die 5. Saison in der 1. Liga gehen, hat sich doch vieles als sehr nachhaltig erwiesen. Und wir haben noch viele Ideen. Ich habe immer gesagt, wenn ich Rentner bin, möchte ich eine Heimstätte haben, wo ich hinfahren kann und wo ich mir Europapokalspiele live angucken kann. Und die Möglichkeit haben wir hier. I'm asking you two things right now. First thing is, I want you to remember how it felt losing in 3 matches in the quarterfinal and then continue watching the other teams playing semifinals and final. And try to get the feeling back from that period where we gave away points and we gave away a better position in the playoffs. In der Saison haben wir es das erste Mal geschafft, dass wir tatsächlich fast den kompletten Kader zusammengehalten hatten. Nur in der Zuspielposition mussten wir eine Änderung vornehmen. Ich glaube, das ist eine besondere Situation, insbesondere für alle Vereine, die nicht unter den Top 3 sind, was das Budget angeht, den Kader halten zu können, was natürlich die Spielvorbereitung viel einfacher macht. Und ich glaube, der Erfolg der Saison hat das auch gezeigt, dass wir das genutzt haben. I think great performances happen when you just enjoy the moment, you just enjoy the dance, the flow of the match. I think then great things happen. Yeah, it's good to have respect, but they are not better just because they have a name or whatever. My only advice I can give for today is expect nothing and be ready for anything. Gegen die BR Volleys. Wir waren großer Außenseiter und keiner hat wirklich damit gerechnet, dass wir da weiterkommen. Das geht in die Geschichtsbücher der SVG mit Sicherheit ein. Den amtierenden Meister zu Hause im Halbfinale schlagen, 0-2 hinten legen. Das kannst du den Enkelkindern noch erzählen. Wir haben die ersten beiden Sätze ein bisschen unter unseren Möglichkeiten gespielt. Eigentlich schon an der Wand, 0-2 hinten, im 3. Satz auch hinten gelegen und ich hätte da an sich nichts mehr auf das Team gewettet. Den 3. Satz dann knapp für uns entschieden. Und ab da war der Bann so ein bisschen gebrochen, dass wir gemerkt haben, wir können da mitspielen, die Sätze auch gewinnen. Die Zuschauer waren voll da, fast noch lauter als die Gellersen-Halle. Und so ein enges Spiel und genau dafür trainiert man, dass wir für solche Momente dann auch voll da sind und alles geben können. Im letzten Satz, 13-13, bin ich zum Aufschlag gegangen und da habe ich eigentlich schon gewusst, ich mache jetzt noch ein Hybrid und dann gucken wir, was da rauskommt. Und wir müssen Druck machen. 13 beide. Und ich denke, das Schicksal manchmal, weil Schruber hat sich einen neuen Aufschlag gedacht und der hat super funktioniert. Manchmal Volleyball ist einfach verrückt. Ich hatte das Gefühl in der Saison, dass ich manchmal wenig Wirkung im Aufschlag hatte und habe dann gedacht, okay, ich kann mal wieder was Neues machen, ein bisschen was verändern. Und habe dann 2 Wochen vorher mal angefangen damit. Und dann habe ich gedacht, gut, jetzt führen wir, wieso nicht einfach nochmal, wieso was ändern. Da habe ich einfach noch ein Hybrid gemacht und der ist dann von den Armen knapp übers Netz gesprungen und Cody hat den dann halt direkt reingehauen. Und alle sind ausgerastet und durch die Gegend gerannt und geschrien und wir haben uns tierisch gefreut. We won, it's crazy. Man darf nicht vergessen, wir haben gegen den deutschen Meister gespielt und dann so eine Leistung abzurufen, wow, und immer dran zu glauben. Ich würde das Spiel gerne nochmal spielen, obwohl ich mit dem Resultat schon sehr glücklich bin und daran nichts ändern möchte. Aber sobald man es nochmal sieht, ist man halt direkt wieder drin, als ob man es nochmal erleben würde. Und genau diese Momente, diese leichte Anspannung, wenn es dann Richtung Satzende geht, genau solche Spiele liebe ich und würde ich jederzeit wieder spielen wollen. It's okay!
besonderes Kribbeln, ganz besondere Atmosphäre vorm Spiel. Große Dimensionen. Einige Spieler haben das im College schon erlebt. 2 Spieler, Yannick und ich, waren ja schon in der ersten Saison dabei in Halle. Ich habe versucht, anderen Spielern das ein bisschen mitzugeben, ein bisschen die vorzubereiten, was sie erwartet in dem Moment, wo sie dort einlaufen vor 10.000 Leuten. Dass man es dann trotzdem schafft, sich aufs Spiel zu konzentrieren und bei sich zu bleiben und dann nicht ständig nach links und rechts gucken und alles um sich herum beobachten, sondern dass man dann sagt, okay, es sind viele Leute da, aber wir sind hier zum Volleyball spielen, das Feld ist genauso groß, das Netz genauso hoch und gegen den Gegner haben wir auch schon gespielt und dann bei sich bleibt und seine Leistung zeigen kann. Guys, enjoy this competition with all its flavors. I want you to think of things in your life where you are really grateful, really thankful. Können wir die Lüge Hühnen anhören? Wo sind die Fans aus Lüneburg? Wir spielen den ersten Satz ganz gut, am Ende, was auch immer da passiert ist. Ja, und dann spielen wir einfach nicht unseren besten Volleyball. Und dann kannst du gegen Friedrichshafen nicht gewinnen, wenn du nicht an deinem Limit spielst. Friedrichshafen konnte noch ein bisschen anziehen, hat sich sehr gut eingestellt auf uns. Und ja, da konnten wir dann nicht mehr nachlegen. Haben nicht die richtigen Antworten gefunden. Traurig für die Jungs, weil ich weiß, dass 2, 3 werden sehr enttäuscht sein, weil sie wissen, dass sie noch besser spielen können als das, was sie in der Endphase gezeigt haben. I'm really proud of how hard we worked and how well we played to get to this point. It was not easy for us to get here, but at the same time that can also make it actually tougher and more disappointing because we put in all that work and we couldn't get the last step to put it all together. Ist jetzt natürlich ärgerlich, aber es ist eine unheimlich geile Sache gewesen, hier zu sein, hier zu spielen, vor dieser Kulisse. Und ich denke, das bringt uns weiter. It was just amazing to have the support. Everyone coming down from Lüneburg. You saw the culture and the passion and the spirit that this club has. Das geilste Gefühl, was ich hier mitnehme, dass einfach so eine riesen Volleyballgemeinschaft in Lüneburg entstanden ist. Und ja, das stimmt mich positiv für die Zukunft. Der erste Moment, was Corona-Inzidenzen und so weiter anging, war bei mir erstmal Mr. Google aufrufen und sagen, was ist denn das überhaupt? Ja, das war für mich noch so weit weg und fremd, aber es hat uns ja schneller eingeholt, auch hier in Deutschland und uns im Sport oder insgesamt die Gesellschaft, als man das so vorher geahnt hätte. Dadurch, dass der Deutsche Volleyballverband schon relativ frühzeitig die Saison abgebrochen hat, die Volleyball-Bundesliga sich dem angeschlossen hat, war erstmal Schadensbegrenzung für uns angesagt. Wir haben unsere ganze Mannschaft, alle Angestellten, die in der GmbH sind, in Kurzarbeit geschickt und haben versucht, finanziellen Schaden soweit wie es irgendwie ging zu mildern. Sind wir mit einem blauen Auge mehr oder weniger davon gekommen, haben nur einen kleinen 5-stelligen Betrag Minus gemacht. Wir haben relativ frühzeitig mit unseren
größeren Sponsorengespräche geführt und abgeklopft, ob man weiterhin auch die Stange hält, und das war gegeben. Was aber zu Buche schlug, waren natürlich die Einnahmeausfälle. Wir hatten zunächst noch geplant, in die Saison mit mindestens 20 bis 25, 30% der Kapazität Zuschauer reinzulassen. Das ist auch für das erste Spiel der Bundesliga-Saison noch möglich gewesen, aber danach mit dem Lockdown ab Anfang November haben wir nur noch Geisterspiele ausgetragen. Da haben wir natürlich dann Einnahmeausfälle aus Ticketing und Catering in einem Bereich, der sich ungefähr jetzt einpegelt mit den Playoffs bei 130.000, 140.000 Euro. In der Nachbetrachtung bin ich auch froh, dass wir, anders als andere Ballsportarten, unsere Saison, nicht nur die Hauptrunde, sondern jetzt die Playoffs, so wie es ausschaut, ja ohne größere Probleme zu Ende spielen können. Jetzt im Playoff-Halbfinale, womöglich heute am 25. März 2021 mit dem letzten Spiel in der Gellersenhölle, wieder als Geisterspiel, und kommt dann so ein bisschen Traurigkeit auf. Also diese Saison war eine ganz spezielle. Am Anfang waren ja Zuschauer da. Das war ein riesen Mehraufwand. Den kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man hier Stühle aufstellen muss, alle 1,5 Meter Abstand von Sitzposition zu Sitzposition, alles durchnummerieren, neue Pläne schreiben. Dann war natürlich wieder die Zahl wurde noch mal verringert. Dann musste man wieder neue Hallenpläne schreiben. Ja, natürlich die ganzen Hygienemaßnahmen. Unser ganzes Helferpersonal haben wir gebrieft. Mit den Umkleiden, das musste alles aufgezeichnet werden, ligakonform, mit dem Gesundheitsamt abgestimmt werden. Wie gesagt, die MVP-Ehrung findet ganz normal statt, und dann haben wir 3 Minuten Zeit, das umzubauen. Bauen das so auf. Ja, heute haben wir, glaube ich, den heftigsten Aufbau, den die Gellersenhalle bis jetzt in ihrer langen Laufbahn erlebt hat. Wir haben, lass mich kurz durchzählen, ich glaube 10 Kameras, die allein für das Challenge-System aufgebaut sind. NDR hat sich angekündigt, ja, kommt super viel Presse, ein starker Gegner. Wir hoffen nicht, dass wir heute Abend die Halle verabschieden. Ja, also wenn diese Halle sprechen könnte, was sie alles erzählen könnte, auch noch vor meiner Zeit hier, ja, Wahnsinn. Also wirklich, ich kriege auch Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass heute vielleicht das letzte Spiel hier ist. Und dann ohne Zuschauer, das ist eigentlich dieser Halle nicht würdig. Der Gegner, der heute kommt, definitiv. Natürlich, man freut sich auf die neue Halle. Man hat super viele Möglichkeiten dann für den Verein, auch für die Mannschaft. Aber letzten Endes ist da natürlich schon ein bisschen Wehmut. Ich kann mich bis heute an die Geisterspiele nicht gewöhnen. Ich sitze dann ein bisschen wehmütig oben auf der Tribüne und verfolge das Spiel. Aber das, was so die Gellersenhölle immer ausgemacht hat, und jetzt gerade im letzten Jahr, wo wir mit der nächsten Saison in die neue Arena Lüneburger Land rübergehen wollen, ist das ein Abschied, der besonders weh tut. Denn gerade die letzten Wochen jetzt auch mit den Playoff-Spielen und den Top-Spielen, die unsere Mannschaft in der Rückserie gezeigt hat, wäre das mit voller Hütte ein grandioses Volleyballfest jedes Mal gewesen. Wir haben eine super Rückrunde gespielt, haben nur gegen Düren nicht gepunktet. Wir haben in den Playoffs 4 Fünfsatzspiele gemacht, 2 gewonnen, 2 verloren. Ja, unterm Strich sind wir sehr glücklich mit der Saison, dass wir sie spielen durften. Ja, das ist immer so schwer nach so einem Spiel. Vor dem Spiel hofft man noch, dass man das 3. Spiel erreicht, auch im 5. Satz. Und dann ist da innerhalb von 1,5 Minuten ist so ein Spiel und auch eine ganze Saison zu Ende. Unser Ziel ist es nach wie vor, da oben uns zu etablieren. Wir hatten die letzten 1,5 Jahre eher so eine kleine Delle. Aber es war im 7. Jahr unser 4. Halbfinal. Natürlich möchten wir irgendwann mal ins Endspiel kommen, nicht nur im Pokal, sondern auch in der Meisterschaft. Das nächste, was natürlich uns unter die Nägel brennt, wir wollen endlich in Europa spielen. 3. Platz, Deutsche Volleyball-Bundesliga der Herren. 3, 2, 1, 0! Ja, so, blaue Kelle. Wir kriegen die blaue, weil wir geben ja dann die dreckige. Möchte noch jemand?
Willkommen zu einer doppelten Premiere hier in dieser wunderschönen neuen LKH Arena in Lüneburg. Nach dem Abschied aus der Gellersenhalle, wo wir ja viele Schlachten geschlagen haben, haben wir hier heute ein neues Kapitel aufgeschlagen. Und das war schon mal ganz verheißungsvoll heute. Die Halle ist ja noch nicht komplett fertig. Ich denke mal, das wird noch mal ein Schritt nach vorne sein, wenn hier vielleicht mal 2.500, 3.000 oder dann im Halbfinale im Europacup mal 3.500 sind. Schöne Erfahrung in der neuen Arena in Lüneburg. Es war schön, Abwehr hoch zu spielen. Das war geil. Mich freut es auch für Michael und Yannick, die lange hier mit uns dabei sind, die Geschichte mitgeschrieben haben, sich auch schon mehrmals für einen Europapokal qualifiziert haben. Jetzt spielen wir das erste Mal und dann haben die zwei das auch sehr gut gemacht heute. Also ich glaube, die Stimmung, wenn die Halle voll wird, kann die sensationell hier sein. Ich denke, am Ende werden alle begeistert sein davon. 30.12.2022 ein Traumwert war. Ausverkaufte Hütte. Und hier ist die Mannschaft der SVG Lüneburg. Wir wollen es schaffen, dass hier aus der LKH Arena die Gellersenhölle 2.0 wird. Ja, ich muss sagen, ich habe mich in diese Halle schockverliebt. In den letzten beiden Saisons hat das wirklich alle Vorstellungen gesprengt. Die tolle Stimmung hier, die Massen an Zuschauern. Die Gellersenhalle, der Schuhkarton, war ja so dicht mit 800 Leuten ja. Und dass wir das in dieser Packungsdichte trotzdem auch in der LKH-Arena hinbekommen haben, ja, das ist ein großer Dank an die Fans, dass die da einfach mitgezogen haben. Dann hat das natürlich die Kreise gezogen und dann wurde das immer mehr. Das war ja unsere große Sorge, das große Fragezeichen, wie viele Zuschauer kommen aus der Gellersenhalle hier mit her. Aber wir haben ja auch sehr viele neue Fans gewinnen können, was wir in dem Maße eigentlich gar nicht so auf der Rechnung hatten. Für mich, glaube ich, die schönste Arena, um Volleyball zu spielen in Deutschland. Die
Die Lautstärke kann man förmlich fühlen. Ich glaube, wenn die ganze Halle explodiert ist, dann hat der Boden vibriert. Das macht natürlich super Spaß, weil die Stimmung super positiv ist. Es sind natürlich auch viele Dinge, wo man denkt, die laufen einfach so, die steuern wir schon ein bisschen. Uns ist ganz wichtig, dass der Volleyball dieses positive Image behält. Und die Leute haben einfach Lust auf ein geiles Volleyball-Event. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass in Lüneburg ist eine extreme Volleyball-Euphorie. Ist hier echt was richtig Großes entstanden mit den Fans zusammen. Jeder beneidet uns mittlerweile um die LKH-Arena. Der Deutsche Volleyballverband sagt sogar, wenn wir 10 von diesen Hallen in Deutschland hätten, gäbe es kein Volleyballproblem. Wir hatten ja immer gesagt, in der Gellersen-Halle, da war nicht mehr viel drin mit der Vermarktung. Hier ist es ganz anders. Das war genau der Sprung, der jetzt notwendig war, um uns dann auch noch eine Stufe höher zu bringen im sportlichen Erfolg. Also wir konnten unseren Etat doch deutlich erhöhen. Als wir 2014 aufgestiegen waren mit einem Etat von gut 320.000, sind wir nach 10 Jahren bei einem Vielfachen gelandet, bei 1,6 Millionen. Und haben natürlich das Ganze mit überwiegend Unterstützung unserer vielen, vielen Partner und Sponsoren nur umsetzen können. Hier wird Volleyball gelebt, das erkennen die Partner an. Und auch nach dem Motto aus der Region für die Region haben wir über 100 starke Partner, die letztendlich das Haus der SVG hier aufrechterhalten. Also wir haben hier schon wirklich viele tolle Spiele erlebt. Die Mannschaft wächst vor dem heimischen Publikum immer über sich hinaus. Modena, das war einfach das Hammerspiel schlechthin. Das war die Initialzündung im Europacup. Das war unglaublich. Das war eine Stimmung. Du denkst immer, da geht nichts mehr. Und dann hauen die da weg. Ja, das hatte natürlich eine unheimliche Wucht. Das war unfassbar, vor allen Dingen, weil da eine Mannschaft gegenübersteht, die europäische Top-Mannschaft ist und die uns na klar ein bisschen unterschätzt hat, aber wo man gemerkt hat, dass die Mannschaft sich so reingespielt hat in dieses Spiel und nachher die Mannschaft zu sehen, die selber so überrascht war nach diesem 5-Satz-Sieg, dass wir das gepackt hatten. Das ist das erste Mal in der allerschönsten Arena der Welt, in der LKH-Arena hier zu Lüneburg, dass wir die SVG Lüneburg in der Champions League spielen sehen. Das war nochmal ein ganz besonderer Moment, weil es auch vom Ablauf her auch wieder noch ein anderer ist, als du es im CV Cup hattest. Und besonders dann, wenn diese Hymne gespielt wird, die macht schon was mit dir. Die ist schon sehr ergreifend. Und die Spieler wissen dann, glaube ich, auch, oh, jetzt geht es um die Wurst. Das ist so eine emotionale Fackel, die da hochgehalten wird. Zusammen mit der Halle, glaube ich, haben wir die echt überrascht. Die konnten nicht an ihr Level kommen. Zweites Spiel dann gegen Las Palmas. Da haben wir, glaube ich, fast eins unserer besten Saisonspiele gemacht. Und danach hat man aber ein bisschen gemerkt, dass die Teams schon noch was draufsetzen können, auch mit Laufe der Saison. Da konnten wir, also haben nicht schlecht gespielt, aber konnten einfach nicht mehr so dagegenhalten. Aber die Spieler haben uns alle geholfen, auch jetzt für den weiteren internationalen Verlauf oder auch national. Hat man gemerkt, dass wir dadurch schon deutlich besser geworden sind.
Ja, das zweite Europacup-Spiel, was alle geflasht hat, war das Spiel gegen Izmir im Halbfinale. Das ist ein Spiel für die Geschichtsbücher gewesen. In Izmir 3-0 verloren, hatten aber das Gefühl, irgendwie, dass nicht viel fehlt. Zusammen mit der Unterstützung der Fans haben wir daran geglaubt. Das hat man auch im Spiel gespürt. Jetzt vielleicht nicht im ersten Satz. Ich glaube, da wurden wir doch noch mal ein bisschen verhauen. Aber ja, im zweiten Satz ist es gekippt. Also ein Drehbuch kannst du besser nicht schreiben. Das Hinspiel verloren zu haben und dann zu wissen, okay, wenn du jetzt noch 2 Sätze abgibst, ist durch. Den ersten Satz verlierst du. Der zweite zog sich ewig, ich glaube auf 30, 28. Und dass du dann im Endeffekt in diesem Golden Set dann auch noch gewinnst mit einer unfassbaren Stimmung. Ja, ich glaube, da sind wir einfach über uns hinausgewachsen an dem Abend. Getragen halt von den 3200 komplett verrückten Fans. Ich weiß nicht, warum das bei mir so ist, aber ich kann die Energie nach dem Punkt, also man freut sich ja selber, aber wenn du dann merkst, okay, die Halle freut sich mindestens genauso wie du, wenn nicht sogar noch stärker, dann setzt es was frei und bei mir muss es halt immer irgendwie raus. Das ist sozusagen ein Stau an Energie und die lasse ich dann damit raus. Und da fühle ich mich besser, da fühlen sich die Fans mit gut, die sind da sehr zufrieden immer, haben sie gesagt, dass sie sich da echt freuen. Den Lautstärkepegel, den wir hatten, sowas habe ich in der Bundesliga jedenfalls noch nicht erlebt. Ja, Golden Set war dann irgendwie Selbstläufer. Also wir waren voll da, Izmir war geknickt natürlich. Und dann ja, wurden wir getragen von den Fans. Ich glaube, jeder Punkt wurde da wie der letzte abgefeiert. Da mussten wir auch gar nicht mehr so viel machen. Da mussten wir einfach eigentlich nur noch keine dummen Sachen machen, einfach weiterspielen. Und dann haben wir gemerkt, dass wir an dem Tag einfach dann auch besser waren. Ja, Matchball, Augen zu und das Ding reingekachelt. Und dann ab in den Fanblock. Und ja, das war geil einfach. Das hat alle angezündet. Das sind genau die Momente, warum wir dann uns alle auch angucken und wissen, deswegen machen wir es. Also es war auf jeden Fall das Highlight-Spiel der Saison. Ja, da haben wir glaube ich, was ganz Großes geschafft. Ich glaube schon, dass wir vor allen Dingen im zweiten Spiel uns noch mal besser präsentiert haben in Polen. Vielleicht hätten wir da auch mal den einen oder anderen Satz gewinnen können, haben wir leider nicht gemacht. Da spielen nur internationale Topstars, die halt auch das Level jeden Tag entweder im Training oder halt in der polnischen Liga spielen und bestätigen. Und für uns war es halt schwer, weil wir halt dieses Level halt nicht so oft haben. War auf jeden Fall trotzdem ein geiles Erlebnis, aber ja, die Polen waren dann doch einfach zu stark für uns. Also wer hätte damit gerechnet, dass wir Zweiter werden im Europapokal? Also das hätte uns ja niemand zugetraut. Ich glaube, das ist fast wie ein Titel. Bundesliga-Saison denke ich eigentlich, dass wir größtenteils zufrieden sein können. Wir haben in der ganzen Saison gezeigt, dass wir ein ekliger Gegner sind, vor allen Dingen gegen Berlin. Wir konnten uns nicht einmal belohnen leider, aber konnten immer zeigen, dass wir nicht weit weg sind von der Nummer 1 in Deutschland. Ich glaube, Stefan hat auch gesagt, in den 10 Jahren, wo er jetzt hier Trainer ist, hat er noch nie das Gefühl gehabt, dass wir so nah dran sind an Berlin. Man muss halt ein paar Abstriche machen, weil die Saison halt so viele Spiele hatten. Auch international, die ganzen Reisen. Das war einfach eine krasse Belastung und ich glaube, dass wir deswegen auch 1, 2 Sätze oder vielleicht auch mal ein paar Spiele abgeben mussten.
Ist halt schade, weil wir deswegen im Halbfinale gegen Berlin gespielt haben und ich glaube eigentlich, dass wir diese Saison vielleicht hätten die Nummer 2 sein können. Ja, 3. Platz. Ja, irgendwie nagt es ein bisschen an einen. Man hat das Gefühl, es wäre ein bisschen was mehr drin gewesen. Ist dann hoffentlich nächstes Jahr das Ziel, ins Finale zu kommen. Herrlich. Herrlich. Jeder träumt von Titeln. Und das ist, glaube ich, auch gut, dass das irgendwo Anreiz bleibt. Man sollte sich an Top-Teams orientieren. Aber ein guter Trainer, ein guter Verein, das heißt nicht nur die gewinnen. Gewinnen tun wenige, gewinnen ist ganz schwer. Ich glaube, man kann auch ein toller Verein sein oder ein toller Trainer oder ein toller Spieler, auch wenn man weniger Titel hat. SVG ist mir ein großes Anliegen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was daraus noch so werden kann. Ich genieße einfach den Weg. Die nächsten Jahre sind geprägt von weiteren Erfolgen hoffentlich. Ein nationaler Titel muss wirklich her. Also wir haben schon so oft so viel da oben dran rumgekratzt. Wir sind so ein guter Ausbildungsverein, aber das haben wir eigentlich nicht verdient. Wir haben echt einen Titel verdient. Wir haben uns das allesamt verdient, vom Trainer über die Spieler, alles Stuff, alles was rundherum ist, bis zu den Ballkindern. Da fiebern, denke ich mal, alle drauf hin. Wir haben das Rathaus zwar schon mal eingenommen, als Vizepokalsieger im Europapokal auf Empfang von der Oberbürgermeisterin, aber bis zum Balkon haben wir es noch nicht geschafft. Wir arbeiten aber dran. Ja, manchmal ist es ein mühsamer Weg bis an die Spitze, aber wir nehmen alle Hürden in Kauf. So, wir haben hier die Höhen des Rathauses erreicht. Ich denke mal, das ist so der richtige Standort, wo wir das erste Mal mit dem Pott oder mit der Schale hier als Pokalsieger oder als deutscher Meister auf dem Balkon vom Rathaus stehen. Mit dem gigantischen Blick hier und Tausenden von Fans. Und dann so wie die Holländer, auch bei der falschen Sportart, aber von links nach rechts. Das wäre schon cool, ja. Und wir wollen, wie gesagt, in den nächsten 3 bis 5 Jahren einen Pott nach Lüneburg holen. Tja, dann 3 Tage wach, würde ich sagen. Dann, wenn du mich dann montags fragst, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ich weiß nicht, wo ich in der Nacht von Freitag auf Montag war. Keine Ahnung.